Hallo, Servus, wir sind's wieder, die Anna und die Kathi. Ja, und für alle, die dieses Video als erstes unserer Videos sehen, wollen wir uns noch mal kurz vorstellen. Wir sind zwei Fremdenführerinnen in Wien und wir haben gerade nicht ganz so viele Gäste, deswegen haben wir beschlossen, Videos zu machen. Und zwar haben wir schon mittlerweile Folge 5 unserer Habsburger Serie. Und für alle, die das Video letzte Woche gesehen haben, da ging es um Franz den II. Vielleicht ist euch was aufgefallen. Wir haben den Franz gar nicht sterben lassen. Der Franz II. Ist gestorben 1835 und ihm folgt nach sein erstgeborener Sohn Ferdinand und um den geht's heute. Los geht's! Ferdinand wird im Jahr 1793 geboren. Schwierige Zeiten, denn es bricht die Französische Revolution aus. Napoleon erobert halb Europa und Ferdinands Vater Franz ist ja im ständigen Kampf gegen Napoleon. Eine wichtige Gestalt, die man auch hier mit dem Ballhausplatz hier verbindet, Staatskanzler Metternich, der wird jetzt in dieser Zeit wahnsinnig mächtig. Er schaltet sich ein, er steht eigentlich neben dem Kaiser an der Spitze des Staates und er bringt jetzt so eine Art Überwachungssystem ein. Also man spricht von einem Polizeistaat in der Zeit, weil man Angst hatte, dass auch hier in Österreich es zu einer Revolution kommen könnte. Diese Macht wollte Metternich natürlich nicht abgeben, auch nicht nachdem Kaiser Franz dann eben 1835 verstarb. Kaiser Franz' erster Sohn Ferdinand, der hatte nämlich einen etwas schwierigen Start. Er galt nämlich als schwachsinnig. Das müssen wir gleich ein bisschen abschwächen, diese Meinung, aber es wird von ihm immer wieder als eben einem etwas schwachsinnigen Menschen gesprochen. Er litt unter epileptischen Anfällen, er hatte einen Wasserkopf, er war generell nicht so ansehnlich, hatte ein schiefes Gesicht, war sehr klein zum Beispiel und man hat einfach sehr schlecht von ihm gesprochen. Durch die Epilepsie war es nämlich so, dass er einfach auch sehr langsam war, auch langsam gesprochen hat und naja, ziemlich gutmütig eigentlich auch, was viele dann eben als sehr naiv abgetan hatten. Und als jetzt eben sein Vater, der Kaiser, verstarb, wollte man nicht, dass er alleine regiert. Also es sollte schon er sein. Metternich hat darauf bestanden, obwohl eigentlich Ferdinand ja Brüder hatte, dass dieses Prinzip der Primogenitur beibehalten wird. Also der älteste Sohn, der wird der Nachfolger, egal wie geeignet er für die Thronfolge erscheinen mag. So wurde Ferdinand zwar Kaiser, aber es wurde eine Art Regierungskommission, eine geheime Staatskanzlei eingeführt, die ihm bei seinen Regierungsgeschäften helfen sollte. Und wer war da dabei bei dieser Regierungskommission? Ferdinands jüngerer Bruder Franz Karl, der Graf Kolowrat-Liebsteinski und natürlich Metternich. Und diese sollten ihm helfen zu regieren. Kaiser Franz hatte seinem Sohn noch mitteilen lassen, dass er an der Regierung und an den Staatsgeschäften nichts verändern sollte. Er sollte nichts verrücken, er sollte einfach alles so beibehalten, wie es ist. Also der Ferdinand hatte schon einen ziemlich schwierigen Start. Man nennt ihn auch immer wieder Ferdinand den Gütigen, weil er eben so gutmütig war. Aber das hat man dann eben, wie gesagt, auch etwas negativ ausgelegt und hat es dann verballhornt zu Gütinand der Fertige. Also er hatte es wirklich, wirklich schwierig. Und dabei war er tatsächlich kein Trottel, wie ihn seine Schwägerin Sophie tatsächlich genannt hat, sondern er war sehr intelligent. Er konnte 5 Sprachen sprechen, 2 Musikinstrumente spielen und war generell sehr belesen. Aber naja, er wurde halt immer belächelt und ist nicht wirklich dazu gekommen, seine Kräfte wirklich auszuspielen als Kaiser. Auch für den Ferdinand hat man natürlich eine passende Ehefrau gefunden, und zwar war das die Maria Anna von Piemont-Sardinien, und die war damals schon 27 Jahre alt, was natürlich im 19. Jahrhundert ein relativ spätes Alter war für eine Frau zu heiraten, aber sie galt nicht als besonders hübsch und da hat man sich gedacht, ah ja, die passt schon für den Ferdinand, der ja auch nicht als so besonders hübsch gegolten hat, und der Ferdinand war zum Zeitpunkt der Hochzeit 1831 schon 38 Jahre alt. Ja, und 4 Jahre später, da war er dann 43, ist er dann Kaiser von Österreich geworden. Jetzt muss man sagen,
Ich finde, der Ferdinand wird in der Geschichte immer so als negativ, wir haben ja schon gehört, er wird oft als Trottel bezeichnet und so weiter dargestellt. Aber es sind auch gute Sachen passiert unter seiner Regentschaft. Und zwar hat man nämlich unter Kaiser Ferdinand I. die sogenannte Kaiser Ferdinands Wasserleitung errichten lassen. Die hatten nämlich zur Hochzeit, also die Maria Anna und der Ferdinand hatten zur Hochzeit ziemlich viel Geschenke bekommen, unter anderem 20.000 Gulden von der Stadt Wien. Und mit dem Geld und anderen Mitteln hat man diese Wasserleitung errichten lassen. Und die war insofern besonders, weil es die erste Wasserleitung war, die das gesamte Stadtgebiet mit einigermaßen sauberem Wasser versorgt hat. Das war nötig, weil zu dem Zeitpunkt gab es in den Häusern nur, falls es überhaupt welche gab, Hausbrunnen. Und diese Hausbrunnen waren mit Grundwasser gespeist. Und das war natürlich sehr verschmutzt, weil man natürlich auch keine Kanalisation hatte und der Unrat einfach immer in die Erde gesickert ist und somit das Wasser verschmutzt hat. Und das hat natürlich zu diversen Seuchen geführt. Ganz schlimm war 1831, 32 eine Cholera-Epidemie. Und da hat man sich dann halt überlegt, okay, wie können wir sauberes Wasser gewinnen? Und diese Kaiser Ferdinands Wasserleitung ist gespeist worden mit Donaugrundwasser, das durch den Schotter des Flusses einigermaßen gefiltert wurde. Und anlässlich der Eröffnung dieser Kaiser Ferdinands Wasserleitung im Jahr 1841 hat man ganz viele Brunnen in der ganzen Stadt errichten lassen. Öffentliche Brunnen, von denen man dann einfach einigermaßen sauberes Wasser beziehen konnte. Und einer dieser Brunnen, seit 1844 hier in der Wiener Innenstadt am Platz hier der Freiung genannt wird, steht, ist der Austria-Brunnen hier im Hintergrund. Und der Austria-Brunnen, wir sehen das, hat oben natürlich die Austria, also die personifizierte Figur Österreichs. Es soll angeblich eine Enkelin von Johann Wolfgang von Goethe, nämlich Alma von Goethe, für diese Figur der Austria Modell gestanden haben. Und weiter unten sieht man 4 Figuren und die stellen die größten Flüsse des damaligen Habsburgerreichs dar, und zwar nämlich Elbe, Donau, Weichsel und Po. Der Bildhauer von diesem Austria-Brunnen, also der, nach dessen Entwürfen dieser Brunnen gestaltet wurde, war übrigens Ludwig Schwanthaler. Und es war ein Münchner, das heißt, dieser Brunnen ist in München gefertigt worden. Und da gibt es eine Anekdote, es ist eine Geschichte, sage ich jetzt einmal, weil man sagt, dass man damals, bevor dieser Brunnen nach Wien transferiert worden ist, in den Figuren Zigarren und Zigaretten versteckt hat, weil man die schmuggeln wollte. Blöd war nur, dass man diese Zigaretten und Zigarren nicht aus den Figuren rausgenommen hat, bevor der Brunnen hier aufgestellt worden ist. Und so kam es, dass sich über Jahrzehnte das Gerücht gehalten hat, dass da drin noch Zigaretten sind. Aber vor einigen Jahrzehnten hat man den Brunnen mal restauriert und da ist man drauf gekommen, da sind ja gar keine Zigaretten drin. Dieser Ludwig Schwanthaler übrigens, also ich bin ja halbe Bayerin und ich weiß, dass ganz viele Fans aus Bayern unsere Videos schauen. Und über den Ludwig Schwanthaler möchte ich deswegen noch was sagen. Erstens einmal, Ludwig, ein wunderschöner Name. Zweitens einmal hat dieser Ludwig Schwanthaler nicht nur eine Austria gemacht, sondern auch eine Bavaria. Und die steht in München auf der Theresienwiese oder bei der Theresienwiese, wo jedes Jahr oder fast jedes Jahr das Oktoberfest stattfindet. Eine zweite Errungenschaft in dieser Zeit war die Dampfeisenbahn. Es gibt nämlich die sogenannte Kaiser Ferdinand Nordbahn, die 1837 eröffnet wurde. Also wir sind im Zeitalter der Industrialisierung. In Großbritannien hat man schon Eisenbahnen gehabt, also mit Dampfloks betrieben, und man wollte das auch hier machen. Und der Initiator dieser Kaiser Ferdinands Nordbahn, wie man sie genannt hat, war ein gewisser Herr namens Salomon von Rothschild, und der hat beim Kaiser Ferdinand angefragt: Schau, Herr Kaiser, ich möchte eine Eisenbahn bauen, und er hat ihm das erlaubt, und das ging ganz, ganz schnell. Also nur 2 Jahre später, im Jahr 1837, hat man die Bahn schon eröffnet, und zwar ging die allererste Bahntrasse Österreichs von Floridsdorf nach Deutsch-Wagram. Und das waren genau 13 Kilometer, aber es sollten noch viele, viele, viele Kilometer bis nach Nordböhmen folgen. Ja, und 1848 ist es dann tatsächlich zu dem gekommen, was der Kaiser Franz und Metternich so gefürchtet haben. Es bricht europaweit eine Revolution aus, wieder von Frankreich ausgehend. Und auch hier in Österreich bricht die Revolution aus. Was wollen die Menschen hier? Also vor allem Studenten und Bauern setzen sich hier ein. Sie wollen Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und Mitspracherecht, weil wir befinden uns ja immer noch in einer Monarchie. Absolutistisch wird regiert, die Menschen können nicht mitsprechen.
Und jetzt bricht eben diese Revolution aus und der Kaiser Ferdinand war anscheinend sehr überrascht. Und Metternich hat ihm dann mitgeteilt, dass die Menschen jetzt eine Revolution machen. Und der Kaiser meinte daraufhin wohl, ja, dürfen sie denn das? Aber eine andere Episode erzählt auch davon, dass Ferdinand Gewalt verbieten ließ während dieser Revolution. Also dass das Militär nicht gewaltvoll gegen die Revolutionäre einschreiten sollte. Und seine militärischen Berater waren da aber total dagegen. Die wollten eben die Menschen quasi niederbügeln, damit diese Revolution sich nicht ausbreiten konnte. Und da hat sich Ferdinand jetzt aber tatsächlich durchgesetzt und er hat gesagt, ja, bin ich jetzt der Kaiser oder nicht? Also da hat er sich einmal wirklich durchgesetzt. Aber was ist jetzt passiert? Es ist sehr, sehr unruhig geworden hier in Wien im Frühjahr, im März war das. Ferdinand hat dann gleich mal gesagt, okay, mach mal Pressefreiheit. Und es sind dann auf einmal ganz viele Zeitungen aus dem Boden geschossen, weil jetzt konnte man ja endlich schreiben. Und eine berühmte gibt es tatsächlich heute noch, die Presse. Und was ist sonst noch passiert? Ferdinand hat sich auch darauf eingelassen, eine Verfassung jetzt dem Volk zum ersten Mal zu geben. Aber er hat einen Herrn bestimmt, der diese Verfassung schreiben sollte. Das war der Herr Pillersdorf und man nennt das auch Pillersdorfsche Verfassung, der hat das ausgearbeitet. Aber das Volk wollte diese Verfassung nicht, weil die halt gemeint haben, diese Verfassung ist ja wieder von oben oktroyiert, also vorgegeben. Und deswegen hat die Revolution weiterhin fortbestanden. Jetzt ist es dann in der Folge dazu gekommen, der Kaiser war mal sicherheitshalber nach Tirol geflohen, also mal weg hier vom Brandherd Wien, aber er hat zugestimmt, dass sich eben hier in Wien ein Reichstag bilden darf. Das heißt, 383 Abgeordnete aus den ganzen verschiedenen Kronländern, also auch aus Böhmen, zum Beispiel Kroatien, die haben sich hier in Wien getroffen und man brauchte für diese ganzen Abgeordneten einen großen Raum. Und man hat den hier gefunden. Wir stehen hier jetzt vor einem Eingang zur Winterreitschule. Normalerweise finden da drinnen die Vorführungen der spanischen Hofreitschule statt. Da drüben übrigens der Stall der Lipizzaner Pferde und hier hat man sich jetzt tatsächlich getroffen. Und ich stehe hier vor einer Gedenktafel, die eben daran erinnert. Da steht, in der Winterreitschule der Hofburg versammelte sich am 22. Juli 1848 der konstituierende Reichstag. Konstituierend, also sie versuchen eine Verfassung zu bilden. Ja, aber jetzt ist tatsächlich folgendes Problem gewesen. Diese fast 400 Abgeordneten, die konnten sich einfach nicht auf Themen einigen. Diesen ganzen Vertretern der vielen Völkern, denen sind natürlich viele Dinge auf den Herzen gelegen. Und dann kommt noch das Problem dazu, dass die sich ja nicht so gut verständigen konnten, weil so viele Sprachen einfach gesprochen wurden. Und deswegen hat man tatsächlich dann nur eine einzige Gesetzesänderung, könnte man sagen, durchgebracht hier während diesem Reichstag 1848 in Wien. Und zwar war das die endgültige Befreiung der Bauern. Denn tatsächlich war es immer noch so, obwohl ja eigentlich Leibeigenschaft schon abgeschafft war, dass die Bauern noch nicht komplett frei waren von Grundherrschaft und diesem ganzen System. Und deswegen ist es dann so gewesen, dass Hans Kudlich aufgestanden ist und er hat gesagt, gut, jetzt reicht's, weil es kann nicht sein, dass hier eine Reichsversammlung, die sich auf die Souveränität der Bürger beruft, jetzt hier sitzt und da sitzen quasi richtige Staatsbürger neben Unfreien. Und deswegen hat man sich dann darauf geeinigt, dass man jetzt die Bauern endlich befreit. Das konnte durchgesetzt werden hier in Wien, aber alles Weitere wegen den Wirren der Revolution leider nicht mehr. Aber tatsächlich ist es so, dass wegen diesem Ereignis 1848, das hier eben in der Winterreitschule stattgefunden hat, heute auch wieder das Parlament sich in diesem Gebäude befindet. Denn gerade jetzt wird eben das österreichische Parlament an der Ringstraße seit 100 Jahren zum ersten Mal generalsaniert. Und wegen dieser Generalsanierung mussten die Abgeordneten jetzt umziehen und die sind eben hierher zurückgekommen in den Redutensaaltrakt der Wiener Hofburg. Da drüben kann man es noch ein bisschen erkennen, was sich heute hier drinnen befindet. Diese ganzen revolutionären Tätigkeiten, die es da im Jahr 1848 gab, die kamen so in Wellen und der größte Knall, kann man sagen, nach dem März war dann der Oktober. Im Oktober haben sich nämlich auch die Arbeiter und teilweise auch Arbeiterinnen, die es halt damals so vereinzelt gab, dieser Revolution angeschlossen. Und sie haben am 6. Oktober hier das Zeughaus, das damals hier existiert hat, heute ist die Feuerwache drin, schon seit über 120 Jahren. Und da gab es damals eines
von mehreren Waffendepots in Wien. Und die Revolutionäre stürmen dieses Zeughaus, bewaffnen sich noch mehr und machen Folgendes. Sie gehen hier rüber, in diesem Gebäude, wo heutzutage das Park Hyatt Vienna drin ist, gab es nämlich damals das Kriegsministerium. Und die Revolutionäre stürmen das Kriegsministerium und lynchen den damaligen Kriegsminister. Das war der Theodor Graf Baillet de Latour. Ich sage jetzt vereinfacht einfach der Latour. Und die lynchen diesen Latour, also bringen ihn um und hängen ihn da auf diesem Platz, der heißt übrigens Platz am Hof, an einer Laterne auf. Also es war wirklich, wirklich eine ganz ein arges Revolutionstreiben, das sich den Oktober fortsetzt, und die kaiserlichen, also die Revolutionäre nehmen Wien ein. Dann werden die kaiserlichen Truppen schauen, dass sie Wien wieder zurückerobern, was dann so gegen Ende Oktober passiert, und somit war die Revolution quasi schon auch wieder vorbei, und davon ist Folgendes geblieben. Kaiser Ferdinand wird davon überzeugt, dass er nicht ganz so ein geeignetes Staatsoberhaupt oder Kaiser ist, und er räumt seinen Posten zugunsten seines Neffen, und sein Neffe war der Franz Josef. Franz Josef I., der wird den meisten ein Begriff sein, wenn man vom Kaiser von Österreich spricht. Der soll nämlich 68 Jahre lang Kaiser von Österreich sein in der Folge. Er war 18, als er Kaiser geworden ist. Aber was passiert mit dem Ferdinand? Er wird den Rest seines Lebens mit seiner Frau Maria Anna in Prag verbringen. Also die ziehen dann nach Prag, und er er war begeisterter, leidenschaftlicher Gärtner. Das heißt, er beschäftigt sich viel mit Landwirtschaft und führt dort auch einige Neuerungen ein, kommt auch zu viel Geld, also er häuft ein großes Privatvermögen an, mit dem er dann auch seinen Neffen, den Kaiser Franz Josef, unterstützt. Und um den Kaiser Ferdinand nicht ganz so als Trottel wieder dastehen zu lassen, möchte ich hier einen Spruch anbringen, der recht gescheit war vom Ferdinand, weil der hat natürlich immer alles so ein bisschen beobachtet, was sein Neffe da gemacht hat. Und sein Neffe hat eine ganz, ganz entscheidende Schlacht im preußisch-österreichischen Krieg verloren, und zwar nämlich die Schlacht von Königgrätz 1866. Und das hat der Ferdinand natürlich mitbekommen, und der Ferdinand hat daraufhin gesagt, na, das hätte ich auch noch zusammengebracht. Also richtig cooler Spruch vom Ex-Kaiser Ferdinand. Ja, und die Maria Anna und der Ferdinand bleiben in Prag. Der Ferdinand stirbt im Jahr 1875 und seine Frau 9 Jahre später. Die Ehe bleibt kinderlos, und da gibt es auch eine ganz nette Überlieferung. Die Schwägerin vom Ferdinand, Sophie hat die geheißen, die hat nämlich mal zu ihrer Mutter nach Bayern einen Brief verfasst, und da hat sie irgendwie reingeschrieben, ja, also die hat ja nicht viel vom Ferdinand gehalten, und da hat sie reingeschrieben, dass er wohl, ja, dass man ihm, selbst wenn man es ihm sagen würde, seine Pflichten als Ehegatte wahrzunehmen, also ihr wisst schon, was ich meine, wird er es nicht machen. Also man muss es ihm sagen, damit er mit seiner Frau, ihr wisst schon, was macht. Also das lässt jetzt sehr viel Interpretationsspielraum. Ja, das war's schon wieder mit unserem Video zum Kaiser Ferdinand I. Und natürlich enden wir wieder mit seinem lateinischen Motto Recta tueri. Das heißt, das Recht schützen. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr es weiterschicken könntet und uns ein Like da lasst oder ein Abo. Das würde uns natürlich wahnsinnig freuen und helfen. Und jetzt haben wir es ja eh schon verraten, oder ist es ein bisschen offensichtlich, über wen wir im nächsten Video sprechen werden, nämlich mit dem Nachfolger von Ferdinand, Kaiser Franz Josef. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Servus, Papa.